Hallo liebe Nähfreunde, habt ihr Lust auf einen lässigen Pulli im Wickellook? Dann näht doch jetzt einfach mit mir los. Sucht euch aus, ob euer Pulli zweifarbig oder uni sein soll und ob ihr ihn gerne mit einer kuscheligen Kapuze oder einem runden Ausschnitt haben wollt. Und während ihr euch für eine Version entscheidet, abonniert noch meinen Kanal und schenkt mir gerne einen Daumen nach oben. Bis gleich! Unser Schnittmuster für den Kuschelpulli findet ihr unter diesem Link. Die rund verlaufende Naht wird so genäht, dass es aussieht, als ob der Pulli aus zwei Teilen besteht. Zum Hingucker wird er, wenn ihr zwei verschiedene Farben miteinander kombiniert. Passend zu diesem Nähprojekt findet ihr den weichen angerauten Sweatstoff Clio in unserem Shop. Aus den vielen Farben könnt ihr euch eure Lieblingskombi zusammenstellen. Dazu bekommt ihr farblich exakt passende Bündchenware für den runden Ausschnitt oder auch die Ärmelbündchen. Ich habe mich für den Kapuzenpulli entschieden mit dem rechten Teil aus Petrolsweat und dem linken Teil aus Aqua. Hier sind die vorbereiteten Schnittteile. Diese wurden alle einzeln auf dem offenliegenden Stoff zugeschnitten. Hier sind das rechte und das linke Vorderteil sowie das rechte und linke Rückenteil. Der rechte und linke Ärmel mit den farblich passenden Bündchen. Hierfür könnt ihr auch Bündchenware nutzen. Die Außenkapuze ist aus dem dunklen Sweat zugeschnitten, die Innenseite aus dem hellen. Und jetzt geht's los. Wir bereiten zunächst die komplette linke Seite vor, so könnt ihr hier bei einer Garnfarbe bleiben. Zuerst wird die Schulternaht geschlossen. Dafür habe ich hier die beiden Kanten schon rechts auf rechts mit Klammern zusammengesteckt. Zum Nähen kommt meine Overlock-Maschine MO 2500 von Juki zum Einsatz. Eine der Besonderheiten ist hier der praktische Kniehebel. Und für dieses Nähprojekt habe ich den Traktornähfuß eingesetzt, mit dem ich noch müheloser über Verdickung oder zum Beispiel Quernähte drüber nähen kann. Nach dieser ersten kurzen Naht geht es weiter mit dem Ärmel. Dafür klappe ich das Teil auf und stecke den Ärmel rechts auf rechts anhand der Knipse an das Armloch. Ich beginne mit den Doppelknipsen. Und dieser Knips trifft auf die Schulternaht. Der Ärmel ist festgesteckt, jetzt nähe ich ihn an. Der Ärmel ist angenäht, als nächstes wird die Seitennaht geschlossen. Dafür habe ich hier die Kanten schon rechts auf rechts zusammengesteckt, wobei die Nähte hier aufeinandertreffen. So sieht das linke Pulliteil jetzt aus. Die Ärmelbündchen könnt ihr für später aufheben, um sie nach einer Anprobe anzunähen. Jetzt geht es hier weiter mit dem Saum. Da ich diesen mit einem Gradstich annähe, habe ich hier die Kante schon mit einer Overlocknaht versäubert. Wenn ihr stattdessen eine Covernaht verwendet oder die Zwillingsnadel an der Nähmaschine einsetzt, braucht ihr dies nicht zu tun. So oder so wird die Saumkante jetzt 2 cm auf die linke Stoffseite umgebügelt. Zum Abmessen verwende ich das Handmaß. Ich bügle ganz sanft, weniger mit Druck, dafür mehr mit Dampf, sodass die Kante hier nicht ausgedehnt wird. Wenn die Kante gebügelt ist, stecke ich sie von rechts mit Nadeln fest.
Zum Annähen des Saums mit einem Gradstich an der Nähmaschine verwende ich jetzt elastisches Nähgarn, und zwar Maraflex von Gütermann. Somit kann sich die Naht dann mit dem Stoff mitdehnen. Alternativ könnt ihr die Stichlänge etwas verringern und die Fadenspannung lockern oder aber mit einem Zickzackstich arbeiten. Ich nähe mit einem Abstand von 1,5 cm und orientiere mich dafür an der Stichplattenmarkierung. Die erste Naht ist gemacht. Ihr könnt es dabei belassen oder für den professionellen Look, so wie ich, noch eine zweite Naht mit 1,8 cm Abstand nähen. Damit ist die linke Pullohälfte mit dem Saum fertig. Nun könnt ihr das Garn wechseln und die zweite Pullohälfte vorbereiten. Zuerst Vorder- und Rückenteil an beiden Schulterkanten zusammennähen, den Ärmel anhand der Knipse feststecken und einnähen und die Seitennaht schließen. Und nun können wir beide Pulliteile miteinander verbinden. Dafür stecke ich das kleine linke Pulliteil rechts auf rechts in das andere, wobei die Saumkante jeweils hier auf diesen unteren Knips trifft. Ich stecke alle weiteren Knipse zusammen. An der Schulter lege ich die Nahtzugaben in unterschiedliche Richtungen. Am Ende trifft die Saumkante wieder auf den Knips. Diese Strecke nähen wir jetzt mit 2 cm Nahtzugabe zusammen und Achtung, mit einer Hilfsnaht, die wir später wieder auftrennen. An der Nähmaschine stelle ich einen Gradstich mit maximaler Stichlänge ein. Am Nahtbeginn lasse ich die Fäden stehen und verriegle nicht. Wenn diese Hilfsnaht fertig ist, könnt ihr die komplette Kante mit einer Overlocknaht versäubern. Das habe ich hier schon gemacht. Weiterhin habe ich das linke Teil jetzt herausgezogen, den Pulli schön glatt ausgebreitet und kann nun die Kante umbügeln sowie den noch offenen Saum. Ich ziehe mir den Pulli über das Bügelbrett und messe hier die 2 cm ab. Als Weiterführung vom Saum wird die genähte Kante in das rechte Pulliteil umgebügelt.
Der Pulli ist jetzt fertig gebügelt und gebändet. Die Kante habe ich von rechts mit Nadeln festgesteckt. Im nächsten Schritt nähe ich sie rundherum an, und zwar so wie beim Saum der linken Pullihälfte mit einem Gradstich und dem elastischen Maraflex Nähgarn. Ich beginne an der Seitennaht und nähe mit 1,5 cm Abstand zur Kante. Hier achte ich jetzt darauf, dass ich immer denselben Abstand zur Hilfsnaht halte. Und jetzt die zweite Naht. Nehmt euch ruhig Zeit für diese Naht, damit der Abstand zwischen den beiden Nähten immer schön gleichmäßig bleibt. Dieser meditative Nähpart ist geschafft. Jetzt können wir die Hilfsnaht auftrennen. Und zwar nicht mit dem Nahttrenner, sondern ganz vorsichtig mit der Hand. Sowohl am Rücken als auch am Vorderteil ist alles aufgetrennt. Ich habe das Ganze hier noch einmal übergebügelt. Weiter geht's mit der Kapuze oder dem Ausschnittbündchen. Die Anleitung dafür zeige ich euch anschließend. Für die Kapuze habe ich je 2 Teile für die Außen- und für die Innenseite. Diese werden zuerst jeweils rechts auf rechts an der Rundung mit der Overlockmaschine zusammengenäht. Danach werden die Außen- und Innenkapuze rechts auf rechts ineinander gesteckt. Mit Klammern fixiert und mit einer Overlocknaht zusammengenäht. Anschließend wird die Kapuze links auf links gewendet . Und wenn sie übergebügelt wurde, sieht die Kapuze so aus. Wenn ihr sie mit Ösen für eine Kordel versehen wollt, dann müsst ihr diese jetzt in die Außenseite mit 7 cm Abstand zur unteren Kante befestigen. Die Anleitung dafür seht ihr in diesem Nähvideo und das Ergebnis sieht dann so aus. Wenn die Ösen eingeschlagen wurden, wird daneben die Tunnelnaht genäht. Bei meinem Beispiel lasse ich die Ösen weg und nähe trotzdem zur Befestigung der Kante und auch zur Dekoration eine Doppelnaht. Ich habe den Ober- und Unterfaden jeweils farblich passend eingefädelt und nähe mit 2 cm Abstand zur Kante. Wenn ihr wollt, näht so wie ich auch noch eine zweite Naht.
So sieht die Kapuze jetzt aus. Bevor wir sie annähen, können wir hier am Knips noch die Überlappung fixieren und dabei gleich beide Lagen rundherum zusammennähen. Das habe ich hier schon gemacht. Die vorbereitete Kapuze wird rechts auf rechts in das gewendete Shirt gesteckt, wobei die Überlappung auf das Vorderteil trifft. Nun stecke ich alle Lagen anhand der Knipse zusammen. Wenn auch in den Zwischenräumen ein paar Klammern gesteckt sind, können wir die Kapuze mit der Overlockmaschine annähen. Der Traktornähfuß gleitet hier mühelos über die vielen Lagen der Überlappung. Kurz vorm Ende schneide ich die Fadenraupe ab, deaktiviere das Messer und nähe noch ein Stück über den Nahtanfang. Mit der angenähten Kapuze sieht mein Shirt jetzt so aus. Für den runden Ausschnitt mit Bündchen wird dieses an den kurzen Enden rechts auf rechts zu einem Ring geschlossen. Ich mache dies gern mit einem Gradstich, damit ich die Nahtzugaben auseinanderlegen kann. Der Ring wird links auf links gefaltet und dann anhand der Knipse an den Ausschnitt gesteckt. Die Bündchennaht trifft dabei auf die linke Schulternaht. Wenn das Bündchen mit der Overlockmaschine angenäht ist, könnt ihr nach Belieben die Nahtzugabe von rechts noch knappkantig mit einem Gradstich annähen. Jetzt fehlen an unserem Pulli nur noch die Ärmelbündchen. Diese werden genauso wie das Ausschnittbündchen verarbeitet. Also zuerst rechts auf rechts zu einem Ring zusammengenäht, dann links auf links gefaltet und rechts auf rechts an den Ärmel gesteckt, wobei die Nähte jeweils zusammentreffen. Bevor ihr die Bündchen endgültig annäht, führt am besten noch eine Anprobe durch, um die Ärmel gegebenenfalls zu kürzen. Wenn ihr zufrieden seid, näht die Bündchen rundherum mit der Overlockmaschine an. Dies geht am besten, wenn der Pulli gewendet ist. Die Bündchen sind etwas kürzer und müssen darum beim Annähen etwas gedehnt werden. Und hier sind die Ärmel mit den angenähten Bündchen. Na, was sagt ihr zu meinem Kuschelteil mit Wow-Effekt? Habt ihr Lust, euch die Variante mit Kapuze oder das Sweatshirt mit rundem Ausschnitt zu nähen? So oder so wünsche ich euch viel Spaß beim Nähen, freue mich über eure Kommentare dazu und natürlich eure Daumen nach oben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.